Hallöchen ihr Lieben, ich bin Juliana und heute zeige ich euch, welche 9 Werkzeuge es wirklich zum Nähen braucht. Um ehrlich zu sein, ist weniger wirklich manchmal mehr. Es braucht keine 30 Werkzeuge, um irgendwie ein cooles, professionelles Ergebnis zu nähen. Ich zeige euch hier in diesem Tutorial, welche Werkzeuge wir wirklich im Atelier nutzen und das täglich und welche nur nice-to-have Add-ons sind. Neben einer guten Nähmaschine, man sieht sie hier im Hintergrund, und gegebenenfalls noch einer Overlockmaschine, sind dies die 9 Werkzeuge, die ich euch auf jeden Fall fürs Nähen empfehlen kann. Den Anfang macht natürlich auf jeden Fall die Stoffschere. Eine nicht zu große, sondern immer noch handliche Schere, die einwandfrei schneidet, ist ein absolutes Must-Have. Ich empfehle eine Schneidefläche mit einer Länge von ca. 12 cm. Schaut, dass die Schere nicht zu schwer wird, denn wenn die aus Metall komplett ist, dann geht es ziemlich aufs Handgelenk. Wenn ihr mit Papierschnittmustern arbeitet, egal ob vorgefertigt, schon vorgedruckt oder selbst ausgedruckt, dann braucht es natürlich auch eine Papierschere. Die sollte auch schön scharf sein und kann eine ähnliche Größe haben, zum Beispiel eine Klingenlänge von 10 cm. Dann empfehle ich euch auf jeden Fall eine kleine Stickschere, denn die ersetzt jeden Nahttrenner. Sie ist auch viel universeller einsetzbar, ob zum Auftrennen von Nähten oder dem Abschneiden auch von kleinen Fäden. Auch hier Daumenschere AD. Wir nutzen einfach nur Stickscheren. Dann, ihr wisst ja, ich bin ausgebildete Damenmaßschneiderin und deswegen waren so kleine Stoffklammern bei uns im Atelier damals in der Ausbildung auf jeden Fall immer ein Tabuthema und ich bin es absolut gewöhnt, mit Stecknadeln zu arbeiten und das kann ich euch auch empfehlen. Es sollten Stahlstecknadeln sein, die also nicht biegen oder brechen und auch nicht rosten. Und ob das dann Glasköpfe an den Enden sind oder auch Stahlköpfe, das kannst du entscheiden. Beide sind gleichermaßen geeignet. Wichtig ist nur, die sollten sich wirklich nicht leicht biegen lassen, denn da habt ihr dann nicht lange Freude dran. Ganz viele Schnittmuster beinhalten ja auch Schritte zum Handnähen, deswegen eine gute Handnähnadel ist auf jeden Fall unverzichtbar. Die gibt es in verschiedenen Längen und Ausführungen. Ich empfehle eine mittellange Nadel mit einer spitzen Spitze, die eignet sich für die meisten Nähprojekte. Zu kurz sollte sie nicht sein, denn damit ist es etwas schwieriger zu nähen und sie kann auch eine mitteldicke Stärke haben. Dann vielleicht unser meistgenutztes Accessoire im ganzen Atelier, das Nadelkissen, das man sich ganz einfach um das Handgelenk schnallen kann. Nicht nur, weil unser kleiner Zwergpudel Poppy das Studio unsicher macht, haben wir unsere Stecknadeln ungern auf dem Boden rumkullern. Dann folgt noch Kreide oder, was ich vielleicht noch lieber nutze, einen Markierstift, wo ihr auch verschiedene Farben einsetzen könnt. Denn dann ist er gleichermaßen für helle und dunkle Materialien und für verschiedene Muster und Farben geeignet. Mindestens abwaschbar sollte der Markierstift sein, also die Kreide, die sich darin enthält. Auch praktisch Stifte, die schon mit Hitze beim Bügeln verschwinden. Ich habe es eigentlich den ganzen Tag um den Hals hängen. Es ist das Maßband. In Kombination mit einem Handmaß, das ist hier so ein kurzes Lineal, seid ihr dann für alle Messabenteuer ausgestattet. Ein Handmaß ist besonders für kleine Saumarbeiten wie Einschlag-Umschlagkanten oder andere kleine Arbeiten, die man mal eben ausmessen muss, am Bügelbrett zum Beispiel geeignet, während man mit dem Maßband halt eben gut längere Strecken messen kann und damit auch sehr gut an der Schneiderpuppe arbeiten kann oder eben an seinem eigenen Körper. Das waren die 9 wichtigsten Werkzeuge. Bevor es mit denen weitergeht, die nice to have sind und die wir auch regelmäßig nutzen, möchte ich euch noch kurz eine Empfehlung für eine Bügelstation ans Herz legen. Und zwar sind das die tollen Bügelstationen von Laurastar. Wir nutzen aktuell zum Beispiel im Atelier die Laurastar S Pure Plus Station. Ich liebe sie sehr, denn das Coole ist, dass die Bügelstation, das Bügelbrett, das kann sowohl pusten als auch saugen. Das heißt, es liefert wirklich richtig professionelle Bügelergebnisse und ich sage es ja immer wieder, Bügeln ist die halbe Miete beim Nähen. Außerdem sieht sie halt nicht nur super schick aus, das sieht man hier auch ganz gut. Sie hat auch ein ganz tolles Dampfbügeleisen, was einen wirklich richtig starken Dampf erzeugt. Man kann auch so eine Stange noch anbringen bei der Bügelstation, dann seine Kleidung aufhängen wie bei einem Steamer und das Bügeleisen als Steamer nutzen, weil der Dampf einfach so stark ist. Und das ist halt mega praktisch. Deswegen ein kleiner Tipp am Rande.
Dann möchte ich euch noch kurz 6 Utensilien oder Werkzeuge vorstellen, die auf jeden Fall bei uns täglich zum Einsatz kommen, aber vielleicht eher so der Kategorie Nice to Have zuzuordnen sind. Den Beginn macht hier der Kantenformer. Wie gesagt, kein Muss, aber definitiv ein nettes Utensil, denn damit kommst du in alle Ecken, zum Beispiel von einem Kragen, und kannst diese dann richtig schön ausformen, ohne die Ecken mit einer Schere oder einem Stift zu verletzen. Dann, das gibt es in verschiedenen Ausführungen, aber ein Wendeset. Das ist bei uns tatsächlich auch erst vor einem Jahr eingezogen, aber schon sehr häufig im Einsatz gewesen. Ein Wendeset ist zum Wenden von kleinen verstürzten Teilen gedacht, also von schmalen Trägern, und dafür halt echt richtig hilfreich, spart auch einiges an Zeit. Dann für uns auf jeden Fall unverzichtbar unsere süßen Stoffetiketten. Die haben wir ja mit eurem Feedback und euren Wünschen zu lustigen und süßen Sprüchen designt. Ich persönlich liebe es, meinen Nähprojekten mit lustigen Stoffetiketten den letzten Schliff zu verleihen. Deshalb konnten wir es uns eben auch nicht nehmen lassen, die eigene Kollektion dafür auf die Beine zu stellen. Denn wenn etwas 100% Me-Made gemacht ist, dann kann man das auch ruhig zeigen, finden wir. Ein hübsches Objekt fürs Nähzimmer, aber eben auch cool zum Drapieren oder zum Begutachten von den fertigen Nähwerken ist die Schneiderpuppe. Steht hier jetzt beispielsweise in der halben Größe, das sind genau die halben Körpermaße von einer großen Puppe. Kaum zu glauben, ist aber so. Für euch empfiehlt sich dann natürlich aber die große Puppe, möglichst genau an euren Körpermaßen, also entweder in der Standardgröße oder es gibt es manchmal auch so mit Rädchen zum Verstellen. Dann könnt ihr die auf eure eigenen Maße beispielsweise einstellen. Das vorletzte Utensil ist dann hier so ein Bügelarm, sprengt fast das Video. Den kann man halt super gut zum Bügeln von Ärmeln beispielsweise nehmen. Dann bügelt man nämlich hier keine Falte in den Ärmel. Und genau, auch für andere kleine Teile wie Kragen oder sowas, die kann man da ganz gut auflegen und hat es dann so ein bisschen handlicher als auf der ganz großen Fläche vom Bügelbrett immer zu bügeln. In die gleiche Kategorie gehört auch das Bügelei. Das kann man eben für verschiedene Kleinteile nutzen beim Bügeln, die eine Rundung haben. Also es kann auch ein Steg sein von einem Kragen beispielsweise oder man legt hier irgendwie eine Manschette drüber. Die eine Seite ist breiter, die andere ist ein bisschen schmaler und genau. Gerade für das professionellere Bügeln eignen sich solche Utensilien auf jeden Fall sehr. Ja, das waren die 9 wichtigsten Werkzeuge zum Nähen, zumindest aus meiner Sicht, und 6, die noch nice to have sind. Lasst es mich super gerne in den Kommentaren wissen, ob ich aus eurer Sicht noch etwas vergessen habe oder auch welches eure liebsten Werkzeuge und Utensilien sind. Ich freue mich aufs nächste gemeinsame Nähen. Stöbert doch super gerne mal durch unsere Tutorials und die Schnittmuster-Kollektion. Da ist, denke ich mal, für jeden etwas dabei. Wir probieren das immer so möglichst einfach und spaßig und gut gelaunt wie möglich zu machen und eben mit euch gemeinsam tolle Teile zu zaubern, auf die man so richtig stolz sein kann. Das ist doch das coolste Gefühl überhaupt. Ja, und bis dahin fühlt euch auf jeden Fall gedrückt. Bis bald!